Deine Geschichte, Dein Weg, dein Job. Willkommen aus dem Studio Ansage. Ich bin Marilena Chatedoniu und heute haben wir zu Gast Aurora Molina. hallo. Just go for it. Just go for Just it. go for it. Just go for it. Deine Geschichte, Dein Weg, dein Job. How did you arrive to Germany? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? War es schwer, einen Job zu finden? cuéntanos cómo es tu vida ahora 4 women 3 languages. und viele and Geschichten. y muchas historias. Just go, Just go for it. Just go for it. Guten Tag allerseits aus dem Studio Ansage in der Kreuziger Straße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Wir freuen uns heute total, dass wir zu Gast Aurora Molina haben und begrüßen Sie ganz herzlich. Hallo Aurora. Ja, hallo Marilena, hallo Hans. Ja, ich freue mich hier zu sein und ich bin gespannt, ja, wie das Interview so läuft. Wie der Podcast ist. Ja. Also, erstmal die Frage, wie hast du heute zu uns gefunden? War das einfach? Ja. Kein Streik, die BVG geht ganz normal, alles gut, ja? Ja, und Friedrichshain ist ja mein alten Bezirk, von daher kenne ich mich gut aus hier. Sehr schön, sehr schön. Das freut mich sehr. Dann fangen wir auch gleich mit der ersten Frage so ungefähr an. Wie bist du denn überhaupt nach Deutschland gekommen? Was war der Ursprung? Das ist wirklich eine ganz lange Geschichte und es ist auch lange her. Okay. Aber das erste Mal war ich mit 17 Jahren in Deutschland, das Oh, erste wow. Mal. Mhm. Und ich war als Austauschschülerin zuerst in Trier und in München. Und wir hatten damals ein Programm, das war in Köpenick. Und das war, damit wir Ostdeutschland auch mal kennenlernen. Und da habe ich zum ersten Mal auch Berlin gesehen und auch ich fand Berlin toll. Super spannend. Jetzt kennen dich die Leute nicht so gut, wie ich dich kenne. Insofern sag nochmal für unsere Hörer und Hörerinnen, aus welchem Land kommst du denn überhaupt? Aus welchem Land bist du denn hergekommen mit 17 Jahren als Austauschschülerin? Ich komme aus Paraguay, also ich finde immer, das könnte eine Gunther Jauch fragen. Die Stadt, wo ich herkomme, ist auch die Hauptstadt von Paraguay. Das kennt nicht jeder. Okay. Viele Leute verwechseln das mit Uruguay, dann sagen, ach, Montevideo. Nein, da komme ich nicht her, sondern meine Stadt heißt Asunción. Du kommst aus Asunción. Ja. Sehr schön. Und dort habe ich, bis ich 17 Jahre alt war, auch gelebt. Und ich wollte unbedingt auch nach Deutschland kommen. Meine Schwester war in Kanada und ich wusste, ich will auch weg. Und ich hatte damals Turnen gemacht. In Paraguay gibt es eine große deutsche Gemeinde und es gibt auch einen Club, Club Alemán. Und da habe ich Turnen gemacht. Und da habe ich die ganzen Bilder gesehen, ja, Maifest, Oktoberfest, also die Bilder von den Häusern, die Heidi aussehen. Und dann dachte ich mir, dahin möchte ich mal. Das habe ich auch von anderen gehört. Sehr, sehr viele Leute sagen so, Heidi ist deren Bild für Deutschland, was ich immer sehr lustig finde, weil als Halbschweizerin denke ich, nein, Heidi ist doch eigentlich Schweizerin. Aber okay, das passiert auch mit der Milka-Schokolade manchmal, dass die Leute das verwechseln. Und wann war das jetzt? Sag uns mal ungefähr. Muss ich das Ja, sagen? ungefähr, damit Na man sagen, gut. weil du sagtest, du warst auch Ja. in Ostdeutschland, also das war schon Ja, als... 1992 und ich bin in Frankfurt gelandet und das Bild, also das erste Bild war überhaupt nicht, wie ich mir vorgestellt habe. Ich weiß noch, da gab es Mercedes als Taxiautos. Aha. Ja. Das kannte ich nicht, ganz neue Mercedes und die Häuser waren alle sehr modern und sehr hoch. Also mit Heidi hatte das sehr wenig zu tun. Das glaube ich gerne. Und dann war ich in Trier und das war das erste Mal, ich war das erste Mal von zu Hause auch weg. Und ich wollte die Welt sehen, aber ich habe ganz schnell begriffen, ohne die Sprache zu sprechen, ist es ein bisschen schwer.
Und Damals konntest du noch gar kein Deutsch. ganz wenig, also 1, 2, 3 und ein paar Sachen, aber ganz wenig. Und damals war auch nicht so wie heute oder in Berlin, dass jeder mal Spanisch kann. Da war, ich glaube, nach 2 Monaten habe ich das erste Mal jemanden gefunden oder getroffen, der auch Spanisch konnte und ich habe mich so gefreut. Ja, das war auf jeden Fall ein Jahr, das mich sehr, sehr geprägt hat. Also alles war neu. Ich habe das erste Mal mit anderen, also anderen Kulturen, anderen Sprache. Ich habe mich mit Heimweh auseinandergesetzt und ja, viele Sachen habe ich nicht so richtig verstanden, aber ich war neugierig. Und das hat dich hergebracht. Man muss auch sagen, jetzt, deswegen finde ich auch das Jahr wichtig. Heimweh ist auch so eine Sache. Damals konnte man nicht einfach mal schnell, nicht mal skypen, also geschweige mal eine WhatsApp schicken oder nach Hause telefonieren. Es war der Zeitunterschied, es waren die Kosten. Und du warst auch noch nicht volljährig, als du gekommen bist. Das heißt, wo hast du denn zuerst gewohnt? War das schon vorher organisiert? Ja, das war organisiert und das war auch klar, das waren für 6 Monate. Mhm. Und dann musste ich von der Familie wechseln und da hatte ich sozusagen das Glück auch, dass zu der gleichen Zeit war jemanden auch in Paraguay bei mir zu Hause. Und diese Familie habe ich kennengelernt und sie haben mich nach München eingeladen. Und als ich von Familie wechseln musste, dann haben die gesagt, kommt doch zu uns. Mhm. Und ja, und diese Familie ist bis heute noch sowas wie meine Familie. Mhm. Das war, also die sind eine deutsch-französische Familie und die haben in München gelebt, aber mittlerweile sind die selber auch ausgewandert nach Korsika. Ah, sehr interessant. Und ja, sie hatten 3 Kinder, also eine war ja in Paraguay, das andere Kind war so alt wie ich ungefähr. Und das sind wir zusammen in der Schule gemacht und ja, er lebt zum Glück auch jetzt in Berlin. Und ja, jetzt hat auch er eine Familie und ich war die Trauzeugin. Bei Oder seiner Hochzeit. ich bin, ja, Ja, es ist ja. eine große Verantwortung. Nein, aber es läuft und ich freue mich, das ist für mich meine Familie. Ja, und Und von, konnten damals die Familien, konnten die eigentlich die erste oder die zweite, die nachher deine Gastfamilie mhm. geworden sind, konnten die ein wenig Spanisch? Nein, nein. Also da, nee, nee. Und dann ist mein Gastbruder, mein Bruder, mit dem ich auch in München gelebt hat, der ist gleich danach nach Puerto Rico gefahren und da hat er Spanisch gelernt. Und damals war meine Gastschwester 12 Jahre alt Mhm. und sie hat mir Deutsch beigebracht. Die hatte mir ganz besondere Übungen gemacht und ich war so schlecht und sie hat aber immer gesagt, weiter so, ja, und dann ist sie auch nach Panama für ein Jahr. Also das heißt, meine Gastfamilie, also die Kinder können alle Spanisch. Inzwischen. Aber damals musstest du Inzwischen, wirklich sehr ja. viel auch lernen und die ersten 6 Monate waren sicherlich nicht einfach. Nee, das war nicht einfach. Und ich wollte noch mal kurz erzählen, dass jetzt auch das Kind von meinem Gastbruder im Sommer nach Argentinien für ein Jahr geht. Auch Also, als Austauschschüler. ja, Sehr. und das läuft weiter. Die Geschichte geht weiter, Mhm. wiederholt sich. Mhm. Und wie war das bei dir? Du bist dann 6 Monate in Deutschland geblieben und Ein Jahr. ein Jahr. Ein Du Jahr bist ist. dann letztendlich ein Jahr das Mikro ein bisschen höher machen vielleicht. Nee, Oder ein nach bisschen unten. unten machen. Sie? Ah, okay. Damit man auch. Okay. So. Und du warst dann 6 Monate bei der einen Familie, dann hatte ich nach dieser Zeit die andere Familie eingeladen, da warst du in München nochmal 6 Monate und dann bist du zurück nach Paraguay gegangen? Ja, ich habe da Abi gemacht. Ah, in der Zwischenzeit hatte ich ja auch einen Freund aus Deutschland. Okay. Und das war auch sehr schön. Und ich bin zurückgegangen nach Paraguay und habe Abi gemacht. Ja, das war ja ein Jahr. Und mein damaliger Freund wollte unbedingt auch nach Lateinamerika.
Und er hat damals Zivildienst gemacht und ist nach Bolivien gefahren. Und da haben wir eine Fernbeziehung gehabt und wollten wir zuerst nach Argentinien, um dort zu studieren. Und haben wir Briefe geschrieben. Ich weiß nicht, bis heute nicht, ob das Schicksal so wollte, aber wir hatten keine Antwort bekommen und dann sind wir nach Deutschland gekommen. Aha, also der ursprüngliche Plan finde ich ja interessant, das wusste ich auch nicht. Der ursprüngliche Plan war, wir studieren beide in Argentinien, da können wir auch hier wohnen, wir sprechen beide die Sprache. Und es kam keine Antwort, es kam nie eine Antwort. Und dann seid ihr nochmal, und diesmal nicht nach München, sondern nach Berlin gekommen. Ja, Stimmt's? Das war ein Jahr danach oder so. ja. Na, 2 Jahren, ja. 2 Jahre, nach Ja. 2 Jahren. Und dann kamst du das zweite Mal. Wie war es also bei dir, das zweite Mal in Deutschland anzukommen? Jetzt hattest du ja das Abitur schon in der Tasche aus Paraguay. Ja, aber das hat mir nicht so viel geholfen, weil ich wollte ja studieren und das Abitur aus Lateinamerika wird nicht anerkannt. Mhm, Nur, ich glaube, Chile ist die Ausnahme. mhm, Und sonst mussten wir alle ein Jahr länger machen, das heißt Studienkolleg. mhm. Und am Anfang fand ich echt hart, ein Jahr, ja. Aber im Nachhinein kann ich sagen, das war super, weil da hatten wir auch deutsche Geschichte, da war auch die Sprache wichtig. Das war für mich eine super Einführung. Also für das Studium danach fand ich das Studium nicht so schwer wie das Studienkolleg. Okay. Das war also gut, dass du diesen Schritt vorher gemacht hast. Und wie hast du dich aber jetzt in dieser ersten Zeit, wo du das Studienkolleg noch gemacht hast, wie hast du dich da finanziert? Ein Teil, also ich hatte Glück gehabt, ähm, ganz schnell habe ich als Spanischlehrerin arbeiten können. Sehr gut. Und, und das war zuerst privat und dann in Berlin war die Akademie für Fremdsprache, in Charlottenburg ganz lange. Und danach, ich weiß nicht mehr wie, durch Freunde, keine Ahnung, auch an der Volkshochschule Lichtenberg. Okay. Und das war super für mich, weil tagsüber habe ich studiert und abends habe ich die Kurse gemacht für alles Mögliche. Spanisch für Anfänger, Spanisch für Senioren. Ähm, ja, und das war eine schöne Zeit. Also, und ich hatte auch Exkursionen mit denen gemacht nach Spanien. Das war auch super. Okay. Aber ich habe lange studiert. Also studieren und arbeiten ist halt, man ist nicht so schnell fertig. Und damals war auch nicht so das Studium so, dass man schnell studieren musste, sondern man hat irgendwie, man konnte sich sehr lange als Student, man konnte sehr lange Student sein. Man konnte sehr lange in Deutschland Student Ja, werden. Das stimmt. Das war damals, da gab es auch nicht die Bachelor- und Mastersabschlüsse wie heute. Dann konnte man wirklich ein paar Jahre studieren und mehrere Semester machen und schon ein bisschen in die Arbeitswelt reinschauen. Das heißt, du warst schon auch als Studentin schon sehr jung auch selbstständig. Hattest ein Gewerbe oder eine Selbstständigkeit angemeldet. ich glaube, damals war, man durfte, ich weiß nicht mehr, man durfte als Student, ich weiß nicht, wie viele Stunden arbeiten. Genau. Also, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ähm, ja, und danach, ich habe auch vieles anderes gemacht, weil es gab ja die Semesterferien, da haben wir nicht gearbeitet als Spanischdozentin, sondern ich habe alles Mögliche auch gemacht. Also ich habe auch gekellnert, auch gerne gemacht. Ich habe auch geputzt. Ich habe auch, damals gab es ja von der Uni her so eine Arbeitsvermittlung. Mhm. Äh, und da habe ich auch in der Mensa gearbeitet. Also ganz verschiedene Sachen Von Unijobs und von mhm. Unijobs zu Unijobs. Ah, und ich habe vergessen zu erzählen, dass ich Literatur studiert habe. Also ich habe Lateinamerikanistik, das ist eine Mischung von Politik, von Soziologie, aber Schwerpunkt Literatur und auch neue deutsche Literatur heißt das. Und
ja, habe ich gerne gemacht. Und war echt schwierig, weil wir mussten auch Mittelhochdeutsch machen. Aber manchmal, wenn man die Sprache als Fremdsprache lernt, ähm, viele Sachen waren für mich einfacher als für jemanden, der in Deutschland Deutsch als Als Kind kennt. Muttersprache Ja, hat. Mhm. ich wusste immer von ist Dativ und das war, ja, und meine Freundinnen wussten das nicht. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich Mm. bin heute noch auf Kriegsfuß mit Dativ- und Akkusativendungen. Und meine Mutter war Deutschlehrerin. Aber okay. Das waren so bist du nach Deutschland angekommen. Also Austauschschülerin, dann Studium hier gehabt. Sehr, sehr schön. Und dann irgendwann war das Studium fertig. Fertig studiert, in Berlin lebend. Was hast du dann, was waren denn dann deine Schritte? Dann, Das war nicht so einfach, ja. Also es war wirklich kompliziert, weil damals, ja, wir haben uns auch, also ich weiß noch, die Freundin von meinem Gastbruder hat mir gesagt, ja, du kannst ihn heiraten, ist kein Problem, wenn du kein Visum bekommst, mhm. dann heirate ihn einfach, ja. Das, das fand ich sehr nett von ihr, aber das wollte ich aber auch eigentlich nicht, ja. Und damals war es so, dass es gab auch kein richtiges Visum für selbstständige Arbeit. Also Selbstständigkeit war, wenn man ein Laden hatte, aber nicht also als selbstständige Als Dozentin oder Freiberuflerin. Mhm. Freiberuflerin. Und damals hatte ich auch Glück, weil das Gesetz sich geändert hat. Und also früher musste man irgendwie sofort nach dem Studium weg. Und genau in diesem Jahr, wo ich fertig geworden bin, dann hieß es, man hat ein Jahr lang, um eine Stelle zu bekommen. Und eine Anwältin, ich habe ja damals mit einer Anwältin gesprochen und sie meinte, vergiss es, ich habe noch nie sowas gehört, dass man als Freiberuflerin einen Job finden kann, weil es läuft so, zuerst wird festgestellt, ob eine Deutsche die Arbeit machen kann und danach eine aus der EU und dann erst später kommst du in Frage. Und sie meinte, es hat keinen Sinn. Und später habe ich da auch einen anderen Rechtsanwalt kennengelernt, der halb Chilene war. Mhm. Und er war ein bisschen kreativer. Er meinte auch, wir versuchen das und wenn das nicht klappt, dann fragen wir das ist alles neu. Und tatsächlich habe ich mein Visum, wahrscheinlich war ich eine der Ersten, die so ein Visum als Freiberuflerin bekommen habe. Super. Hast du das Regelwerk für später, für jetzt gibt es ja dieses Freiberufler-Visum und das ist ja auch super. Aber das ist auch wirklich interessant, den Leuten das nochmal in Erinnerung zu rufen. Damals meine ich, in den 90er Jahren war man so froh, weil das Studium ist fertig und super und man kann jetzt anfangen zu arbeiten. Aber wenn man keinen deutschen Pass hatte oder keinen EU-Pass, und damals war die EU noch viel kleiner. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte eine Freundin aus Ungarn, die konnte auch nicht, die musste weiter studieren, weil sonst musste sie weggehen, ja. Ähm, Da hatte man irgendwie ganz andere Gefühle, ne? Da war man froh, dass man mit dem Studium fertig ist und musste aber gleichzeitig sehen, wie mache ich das jetzt, wie bestreite ich mein Leben, wie finde ich einen Job. Das ist schon super interessant. Aber du hast es mit dem freiberuflichen Visum geschafft. Ja, und ich hatte nicht geheiratet. Ja, und du hast nicht geheiratet, bist unabhängig geblieben. Super. Und wie war es dann aber letztendlich, einen Job zu finden? Du hast Visum in der Hand. Ja, und dann habe ich an einer privaten Uni gearbeitet. Also ich Mhm. bin an der Volkshochschule tatsächlich geblieben, weil das habe ich einfach mehr Stunden genommen und das war also ich fand das sehr gut dort. Und dann habe ich an einer privaten Uni und das war, glaube ich, das war nochmal so ein Schritt nach vorne. Da mussten wir selber unsere Lehrmaterial machen Mhm. und dann bin ich auch
zum ersten Mal auch beim Auswärtiges Amt angekommen. Jemand hat mich empfohlen und dann bin ich da hingegangen, habe ich die Bewerbungsgeschichte sozusagen, das Verfahren gemacht und wurde ich angenommen als Freiberuflerin. Und so war ich in 3 verschiedene Stadtteile Berlins beschäftigt. Mit verschiedenen Arbeitgebern Genau. und Arbeitgeberinnen. Und man muss sagen, beim Auswärtigen Amt hast du als Dozentin für die spanische Sprache, aber nicht nur die Sprache, sondern auch die Kultur und was alles zukünftige Diplomaten erwartet in den Ländern. Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, so Ja. genau. Also ich bereite die Diplomaten vor, also die wissen, im Juli geht nach Argentinien. Und da muss ich die vorbereiten. Also die können schon Spanisch, da muss ich irgendwie, wie die aktuelle Politik ist. Naja, jetzt ist es nicht so toll, aber ich muss die sozusagen erzählen. Ich finde, auch da hat mir mein Studium tatsächlich auch sehr viel geholfen, weil es ist ein Teil von Soziologie, von Politik, von Literatur und auch ja, alles, Gastronomie, Geografie. Und ich finde, das ist auch ein Teil meiner persönlichen Vorhaben, ist auch wie Lateinamerika funktioniert. Also wie ist die Mentalität, wie sind wirklich die sozialen Probleme. Und das mache ich auch sehr gerne. Aber ich habe auch was immer gelernt, weil ich fand, dadurch, dass ich in Charlottenburg, in Mitte und in Lichtenberg gearbeitet habe, dann konnte ich hatte das Gefühl, dass ich auch ganz viele Arten von Menschen kennengelernt habe. Und die waren aus unterschiedlichen, ja, Ostdeutschland oder, ja, oder die waren reiche, arme, jung, alt. Also ich hatte eine große Paletten von Menschen, die in Berlin zusammenleben. Und ich habe auch ganz viel auch dazu gelernt. Es war schon, glaube ich, auch vieles für mich neu. Das ist auch sehr bereichernd, ne? Dass man lernt dann lehrt den angehenden Diplomaten, die angehende Diplomatin, aber auch genauso die Touristin oder der Tourist, der einfach hin und wieder nach Spanien gehen will, oder den Student. An der Privatuni hast du da mehr Literatur oder auch die Sprache gelehrt, oder beides? Da habe ich mehr Handelskorrespondenz gemacht. Ah, Und war ja auch ein Schüler von mir, also ein Student von mir meinte, ach nee, ich werde bei meiner Familie, für die Familienunternehmen arbeiten und die Briefe werden die Sekretärinnen machen, das mache ich nicht. Ja. mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, aber du musst kontrollieren können, ob die das richtig machen. Also du musst es wissen und danach kannst du delegieren. Also es war schon eine sehr spannende Zeit. Auch, ja, also Artes aus Mallorca und so. Also ich habe schon ein paar Sachen mitmachen müssen. Das Ja, glaube ich gerne. Und ich weiß noch, das erste Mal, wo ich irgendwie im spanisch sprechenden Umgebung gearbeitet habe, da dachte ich, oh Gott, ein Brief? Das ist ja nicht also du kriegst 2 Seiten voll mit, wie geht es Ihnen? Ich hoffe, Ihrer Familie, alle sind gut und wohlauf. Und du musst wirklich 2 Seiten lesen, damit du dann siehst, was die Person von dir will, ne? Also da muss man schon die Sprache können, bevor man das Eigentliche versteht, worum es da geht. Aber super. ja, ich habe meine Studentin mal gesagt, ey, du musst immer, wie geht's? Und ja, und eigentlich, man sagt nicht schlecht, man sagt immer so gut oder so lala, aber nur wenn man erzählen möchte, wirklich, dann erzählt man, dass man, ja, also kann man schlecht sagen. Und Ansonsten geht es einem immer gut. Und sie konnten das nicht verstehen. Was? Ah, das ist doch hinterhältig, das ist doch nicht ehrlich. Also also man muss schon sehr viel erklären und die Mentalität richtig so Zu verstehen zu und so verstehen, zu. ja. Mhm. Und aber du warst dann auch ständig im Vergleich. Du hast ja dann ständig, ähm, wie die Situation in Deutschland ist, verglichen mit wie die Situation zu Hause ist.
vorerst in Paraguay, aber auch in den anderen lateinamerikanischen Ländern. Hat dir das Leben hier leichter gemacht oder das Leben hier schwerer gemacht oder einfach interessanter? Oh, eine gute Frage. Mm, Ich glaube, ganz am Anfang war für mich das andere Sein was ganz Besonderes, ja. Mhm. Dass man direkt antworten kann, dass man keine Lust hat oder dass man heute Abend müde ist und keine Lust hat auszugehen. Das kannte ich nicht so. Also ich fand auch ähm, diese Doppelmoral, was in Lateinamerika geht, finde ich bis heute noch irgendwie schwierig. Ja? Mhm. Ich finde, am besten wäre, wenn die positive Seite von hier ich dorthin nehmen kann und andersrum. Und Ja? andersrum, In genau. Lateinamerika, also ich finde immer noch toll, dass die Menschen, egal wie schlimm die Lage ist, egal wie schlimm die Situation ist, dass die immer noch versuchen, das Positive zu sehen, den Moment zu genießen. Das finde ich schon, das kann nicht jeder. Und ja, manchmal ärgere ich mich hier, wenn ich höre, wenn die Leute so viel jammern, wo ich denke, boah, endlich. Können Sie froh sein. Mm, Genau, das ist auch, ich finde, das ist immer dieses Spagat, das man macht zwischen zwei Kulturen, zwei Ländern, aber eigentlich auch zwei Welten. Und das ist sehr spannend, aber es kann auch manchmal sehr, sehr aufreibend sein. Super. Da- Und heute, wie ist denn dein Leben heute? Du bist ja 1992 das erste Mal als Austauschschülerin gekommen. Jetzt machen wir keine Rechenaufgabe, aber wie ist dein Leben heute? Wie fühlt sich das an? Du bist ja immer noch in Berlin, nicht mehr in Berlin-Friedrichshain, aber immer noch im Bezirk. Du bist jetzt in Berlin-Kreuzberg. ja, Wie geht richtig. es dir heute? Ja, gut, gut. Besonders jetzt, wenn es warm ist, geht es mir noch besser. Ja, wenn es Sommer ist und ich finde auch Berlin im Sommer wunderbar. Also gut, ich bin immer noch als Spanischdozentin tätig, mache ich Mhm. auch gerne. Und du weißt ja, ich habe auch ich, vor, weiß nicht mehr, 6 Jahren oder so, haben wir mit ein paar Freunden einen Kulturverein gegründet und das heißt Esfera Lab. Mhm. Und da versuchen wir so interkulturelle Projekte ins Leben zu rufen. Und das Ziel ist sozusagen, dass dieses Migrantensein oder wenn man von anderen Kulturen kommt, dass das als positiv auch angesehen wird, die positive Seite. Man kommt, man bringt was, ja, man kann auch etwas an der Gesellschaft geben. Ja, nicht nur ja, dieses Gedanke, man nimmt nicht nur, sondern man gibt auch was. Und ja, das ist sozusagen etwas, was mir Spaß macht. Kultur allgemein macht mir Spaß, Kulturaustausch. Ich finde, ähm, wenn man nach Deutschland kommt als Ausländer, ich glaube, da muss man auch ganz viel Offenheit bringen. Mhm. Ja? Also ich finde auch mittlerweile, finde ich, wenn jemand mir sagt, aber die Deutschen sind kalt, denke ich, nee, eigentlich nicht. Okay. Also eigentlich nicht. Das ist das am Anfang. Also man ist reserviert, aber ich finde, meine deutschen Freunde, die würden für mich schon ziemlich vieles machen. Und ich auch für die. Aber ja, dieses Klischee, ja, es gibt so viele Klischees, die einfach nicht so stimmen. Das stimmt, man muss immer sehr viele Klischees bedienen, aber hast du auch manchmal, Entschuldigung, das Gefühl, dass Leute das Gleiche über Paraguay haben, wo du sie korrigieren musst, wo du sagst, nee, die sind nicht alle so da oder gibt Ja, es auch, ne? Das ist immer so ein reger Austausch. ja, und viele Klischees bei mir stimmen auch. Also ich schlafe lange, gerne. Und ja, von Natur aus bin ich eher ein positiver Mensch. Ja?
Ja, aber ich kann zum Beispiel nicht so gut tanzen, ja. Also das, ja, Nicht alle, die aus Paraguay kommen, können Salsa tanzen oder ja, nein, ja, nein, natürlich. nee. Aber und wie war das? Gibt es da auch zum Beispiel einen Verein zu gründen? Das hast du vor 6, 7 Jahren gemacht jetzt. Ist es etwas, was man in Paraguay auch üblicher macht? Weil ich hörte immer Vereinsleben. Aha, du bist jetzt im Vereinsleben angekommen. Das ist eine sehr deutsche Sache. Ist auch so. Ist auch so, oder? Ist auch so und ich finde, ich glaube, hier ist auch so, hier im Studium. Ich weiß nicht, ob es ein Verein ist, aber ich finde, der Gedanke dahinter eigentlich ziemlich gut, ja, Ja. dass man ein gemeinsames Ziel hat und es geht nicht um Profit, Mhm. sondern um etwas zu erreichen, etwas zu machen für die Gesellschaft. Ich finde, ich habe vergessen, dass ich auch eine Familie habe jetzt. Ja, ich habe zwei Kinder und einen Mann und meine Kinder sind in verschiedene Sportvereine, ja, und ich erstaunlich immer, wie die Leute auch dieses Vereinleben auch so richtig erleben, ja, im positiven Sinne. Und das finde ich schade, dass es in Lateinamerika nicht gibt, weil es meistens privat und du musst ganz viel Geld für Sport, für einen Sport ausgeben. Und und ich finde, das soll eigentlich zugänglich sein für alle. Hm. Ich finde es auch interessant, dass die Leute auch hören, das gibt es nicht überall, weil ich kannte das auch mit dem Vereinsleben überhaupt nicht von zu Hause, also von meinem griechischen Zuhause. In der Schweiz hatte ich ja nie gelebt. Und ich finde das hier toll. Und es gibt gemeinnützige Vereine, aber es gibt auch normale Vereine, also normale, die nicht gemeinnützig sind. Und es gibt so eine Fülle an Angeboten, die wir uns manchmal gar nicht bewusst sind, ne, was man da alles machen kann. Und in Berlin sowieso, In ja. Berlin sowieso. Ich finde, Berlin ist die Stadt Toll. schlechthin, egal welches Hobby du hast, du wirst hier was finden. Ja, Ja, ja. das ist schon toll. Es ist ganz lustig, weil ich würde dich auch ganz viele Fragen stellen, aber Fürs nächste Mal, nächstes Interview. Jetzt bist du dran. Sehr schön. Und jetzt kommen wir aber zur letzten Frage. Machen wir. Was würdest du heute anders machen? Beziehungsweise, was würdest du Leuten, die heute kommen, empfehlen, was sie machen könnten? Ja, also denken, es ist 2024, wir haben sehr viele Möglichkeiten, ähm, aber so, es kommt jemand aus irgendwoher, spricht die Sprache nicht, kommt in Deutschland, will hier Fuß fassen, Arbeit suchen. Was würdest du ihm sagen? Was ist wichtig? die Sprache, Die also Sprache. die Sprache, ich finde es schade, wenn man die Sprache nicht spricht. Also hier, klar, viele Leute können Englisch und man kann sehr gut zurechtkommen nur mit Englisch. Aber ich finde, da verpasst man was. Also ich finde, man verpasst die deutsche Seele sozusagen. Aha, sehr schön. Und und ich denke mal, offen sein ist wichtig. Ähm, und auch, wie kann ich sagen, das Ausprobieren, ja. Man muss ja nicht das alte Leben aufgeben, sondern man kann ja sich selbst bleiben und die Hobbys, das man mitbringt. Also meine Nichte hat das gemacht, fand ich ziemlich gut gewesen. Sie ist nach der Schule gekommen Aha. und sie hatte ganz, ich sag mal, außergewöhnliche Sportarten wie so japanische, ich weiß nicht mehr der Name, also irgendein japanischer Kampfsport. Mhm. Und dadurch hat sie ihre Freundin gefunden. Und ich denke mal, das ist wichtig. Macht was, was dich interessiert. Versucht Leute zu finden. Und ich glaube, was ich am Anfang den Fehler gemacht habe, war, ähm, ich hatte gute Freundinnen in Paraguay und ich dachte, so eine Freundschaft werde ich nicht wiederfinden. Ähm, ja, und es hat alles mit Zeit. Man muss schon Geduld haben, dass nicht alles auf einmal kommt. Mhm. Und ich finde auch die Zeit,
man verbringt auch sehr viel Zeit auch alleine am Anfang. Und ich finde aber auch gut, da lernt man sich kennen. Da lernt man sich selber kennen. Man lernt sehr sich interessant. kennen, man lernt sich anders kennen. Und das finde ich nicht nur negativ. Ja. Und eine Sache will ich auch sagen, was ich auch für negativ oder sehe, ist, dass manchmal die ganzen neuen Medien, WhatsApp und Instagram und Facebook und so, wenn man im Ausland lebt, aber so viel Verbindung noch mit dem Heimatland hat, ist nicht immer positiv, weil du bist sozusagen dort mental. Und ich finde, da muss man gucken, dass man auch hier wirklich auch lebt. Mhm. Das finde ich ein super Schlusssatz. Also wir fassen nochmal zusammen. Sprache ist wichtig. Ihr könnt wirklich die Sprache nicht nur in der Sprachschule lernen. Aurora hat das damals in der ersten Gastfamilie von Gastgeschwistern, die kein Spanisch konnten, da musste sie durch. Ihr könnt es aber auch durch eure Hobbys oder Sportarten machen. Und seid hier, seid wirklich hier und seid nicht nur zu Hause, sondern gebt euch Zeit, bringt die Geduld mit. Das sind einige der Tipps. Und wenn ihr mehr solche Tipps haben wollt oder auch vielleicht eure Geschichte mal erzählen wollt, schreibt ihr uns gerne an. Wir verlinken unsere E-Mail-Adresse bei den Shownotes. Und wir haben auch Workshops, meistens jeden Mittwoch, meistens im Dütin-Nachbarschaftstreff in der Urbanstraße 48e. Die werden von Just Go For It organisiert. Eine soziale Organisation für Personalvermittlung und Personalberatung. Wir bedanken uns heute sehr bei Aurora und ich bin Marilena und sage Danke. 4 Women 3 languages. Und viele and many Geschichten life y stories. muchas historias. Just go for it. Just go Just for go it. for it. Danke an Studio Ansage für den Raum und die Technik, vor allem Hans und Daniel für die Aufnahmeleitung. Danke Swantje Reuter für Expertise, Mut und Zuspruch und natürlich unseren Gästen. Dieser Podcast wurde produziert von Just Go For It und unterstützt mit Mitteln des Projektfonds Kulturförderung Friedrichshain-Kreuzberg.